Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gebe ich euch eine Einführung ins Corner-to-Corner-Häkeln, mit der ihr zum Beispiel solche Katzenkissen häkeln könnt. Das Besondere an dieser Technik ist, dass ihr quasi diagonal von unten nach oben häkelt, wie ihr das in der Grafik für unser Probestück seht. Du beginnst mit 6 Luftmaschen, also am Anfang steht immer eine Luftmaschenkette mit 6 Luftmaschen. Und dann häkelst du in die 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen oder in die 3. vom Anfang ein Stäbchen, dann noch ein zweites Stäbchen, noch ein drittes Stäbchen und dann hast du auch schon dein erstes Quadrat fertig. Die erste Reihe ist also schon fertig. Die nächste Reihe beginnst du auch wieder mit 6 Luftmaschen und dann häkelst du auch wieder 3 Stäbchen zurück. Das heißt, in der 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen beginnst du mit einem Stäbchen und dann kommen noch 2 weitere Stäbchen in die nächsten Luftmaschen. Und dann wendest du dieses Quadrat oder klappst es halt einfach so um, wie du es hier siehst. Zack. Und machst eine Kettmasche in den 3 Luftmaschen Zwischenraum der ersten Reihe. Dann 3 Luftmaschen und dann 3 Stäbchen in den 3 Luftmaschen Zwischenraum. Und das ist auch schon deine zweite Reihe. Dann hast du so eine Art kleines Dreieck fertig. Und auf die gleiche Weise häkelst du jetzt jede Reihe, in der du deine Arbeit noch verbreitern möchtest. Du fängst also immer an mit 6 Luftmaschen, häkelst dann 3 Stäbchen zurück, klappst dann deine Arbeit um und fixierst sie mit einer Kettmasche an der vorderen Reihe. Und jetzt zeige ich dir den Farbwechsel. Also wenn du ein Motiv einfügen möchtest, wirst du ja irgendwann die Farbe wechseln müssen. Das machst du so, dass du eben bei dieser Kettmasche den Kontrastfaden durchholst und dann mit dieser Farbe weiterarbeitest. Also 3 Luftmaschen machst, 3 Stäbchen in den 3 Luftmaschen Zwischenraum und dann, solange du es brauchst, mit dieser Farbe weiterarbeitest. Das hier nur ein Probestück ist, wechsle ich gleich wieder zu Grau. Also bei der Kettmasche hole ich mir den anderen Faden zurück, arbeite dann weiter mit 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in den 3 Luftmaschen Zwischenraum der Vorrunde. Und schon ist die nächste Reihe fertig. Da dieses Probestück nur 3 Reihen breit werden soll, fangen wir in der nächsten Reihe nicht mit 6 Luftmaschen an, sondern wir häkeln Kettmaschen an dem Quadrat der Vorreihe entlang nach oben und machen dann 3 Luftmaschen und arbeiten 3 Stäbchen in den 3 Luftmaschen Zwischenraum der Vorreihe. Und dann arbeiten wir ganz normal weiter, eine Reihe, ja, also fügen das Ganze mit einer Kettmasche an das nächste Kästchen, dann 3 Luftmaschen nach oben und 3 Stäbchen in den 3 Luftmaschen Zwischenraum. Da diese Seite noch ein bisschen länger werden soll, kommt hier auch noch ein weiteres Kästchen rein, also wieder 3 Luftmaschen nach oben und 3 Stäbchen. Und dann ist deine Reihe fertig. Jetzt haben wir auch die Höhe unseres Probestücks erreicht und darum arbeiten wir hier wieder nicht mit 6 Luftmaschen weiter, sondern mit 3 Kettmaschen zurück an dem Kästchen der Vorreihe, dann 3 Luftmaschen nach oben und 3 Stäbchen in den 3 Luftmaschen Zwischenraum der Vorreihe, fixieren das Ganze wieder mit einer Kettmasche am nächsten Kästchen, 3 Luftmaschen nach oben und auch wieder 3 Stäbchen in den 3 Luftmaschen Zwischenraum. Da wir beide Seitenlängen erreicht haben und die Arbeit nicht mehr breiter werden sollen, fixieren wir das Ganze mit einer Kettmasche am Kästchen, wenden unsere Arbeit und häkeln 3 Kettmaschen zurück. Weil jetzt brauchen wir ja nur noch da oben in der Ecke ein weiteres Kästchen. Und das arbeiten wir, indem wir nach den 3 Kettmaschen auch wieder 3 Luftmaschen machen und dann 3 Stäbchen in die Vorreihe, um den 3 Luftmaschen Zwischenraum und dann auch wieder mit einer Kettmasche fixieren. Und dann ist dein Probestück fertig und mit dieser Technik kannst du alle möglichen Motive, wie zum Beispiel auch die Katze aus dem Titelbild, nachhäkeln. Und wie du diese Katze häkelst, dazu findest du eine Anleitung auf meinem Blog. Viel Spaß dabei!
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Anregungen und Ideen in den Kommentaren und natürlich auf das nächste Mal hier beim Flauschigen Einhorn.